Zu ihrem 39. Geburtstag erhielt Terila Marti von ihrem Mann einen Gutschein für eine Fettabsaugung am Bauch in der Klinik von Anthony Pignataro. Als die Frau zum Arzt kam und den Operationssaal betrat, wollte sie sofort wieder fliehen, aber es war bereits zu spät. Anthony Pignataro wurde 1960 in Buffalo, New York geboren. Sein Vater, Ralph Pignataro, war ein bekannter Chirurg, der von fast allen Einwohnern der Stadt respektiert wurde. In der Familie Pignataro wuchsen 2 Söhne auf. Anthony war der Jüngere. Nach dem Schulabschluss beschloss der Junge, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und bewarb sich bei mehreren medizinischen Fakultäten in den USA. Aufgrund seiner schlechten Noten wurde er jedoch von keiner dieser Einrichtungen angenommen. Stattdessen wurde er an einer medizinischen Fakultät in Puerto Rico aufgenommen, wo der junge Mann seine lange Ausbildung zum HNO-Arzt begann. Im Jahr 1978, als der 18-jährige Anthony zu Besuch in seiner Heimatstadt war, lernte er auf einer Party in einem Club die 21-jährige Deborah kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick, genauer gesagt auf den ersten Tanz. Der große, gut aussehende junge Anthony bezauberte die schöne Debbie augenblicklich und wirbelte sie auf der Tanzfläche zu Donna Summers Hit Last Dance herum. Nach ihrer Begegnung im Club begannen Anthony und Debbie sich zu treffen. Ihre Beziehung war eine Fernbeziehung, da Anthony in Puerto Rico studierte und Debbie im Bundesstaat New York arbeitete. Deborah wurde in Williamsville im Bundesstaat New York geboren und wuchs dort auf. Ihre Familie war nicht reich, im Gegenteil. Sie hatte ständig finanzielle Schwierigkeiten. Debbie arbeitete als Apothekerassistentin in einer Apotheke. Als Anthony Pignataro 1985 sein Medizinstudium in Puerto Rico abschloss und sein Diplom als HNO-Arzt erhielt, kehrte er in seinen Heimatstaat New York zurück, erhielt seine Approbation als Arzt und begann als Chirurg in einem örtlichen Krankenhaus zu arbeiten. Anthonys Kollegen lachten ihn aus und sagten, er sei ein völliger Versager in der Medizin, ein absolut unfähiger Fachmann, der kaum Erfolg in seiner Karriere haben würde. Trotzdem wurde Dr. Pignataro nicht aus dem Krankenhaus entlassen. Im selben Jahr, 1985, heirateten Anthony und Debbie und zogen zusammen. Doch schon im ersten Jahr ihres gemeinsamen Lebens erzählte eine Freundin von Debbie ihr, dass Anthony eine Geliebte habe. Die verstörte Debbie berichtete ihrem Vater davon, der ihr riet, ihrem Mann zu vergeben, aber nur dieses eine Mal. Debbie hörte auf ihren Vater und vergab Anthony, indem sie ihm eine zweite Chance gab. Bald darauf bekam die junge Familie Pignataro einen Sohn, ein Jahr später eine Tochter. Danach zog die Familie in ein großes, geräumiges Haus in Amherst, einem Vorort von Buffalo im Bundesstaat New York. Dort begann der junge Arzt Anthony Pignataro seine eigene Praxis als Chirurg. Er mietete ein Büro in einer Privatklinik und begann Patienten zu behandeln. Bereits Ende 1990 war der 30-jährige Dr. Pignataro im ganzen Bundesstaat bekannt. Er hatte eine Perücke erfunden, die mit winzigen Metallstiften, die chirurgisch direkt in den Schädel implantiert wurden, am Kopf befestigt war. Anthony war sein erster Kunde, der sich eine solche exklusive Perücke anfertigen ließ. Das Thema Haarausfall beschäftigte Pignataro sehr, da er selbst mit 23 Jahren begonnen hatte, seine Haare zu verlieren. Aus diesem Grund entwickelte Anthony seine eigene exklusive Perücke mit Befestigungselementen und ließ sie offiziell patentieren. Der Preis für eine solche Perücke begann im Durchschnitt bei $3.500. Die Prothese wurde für jeden Kunden individuell angefertigt. Es konnten sowohl natürliche als auch künstliche Haare in verschiedenen Längen und Farben verwendet werden. Neben der Implantation von Stiften für Perücken begann Anthony Pignataro Brustvergrößerungen, Facelifts, Nasenkorrekturen, Fettabsaugungen und viele andere ähnliche Operationen am Körper durchzuführen. Die Kosten für Pignataros Arbeit waren nicht hoch. Außerdem führte der Arzt Sonderaktionen durch und gewährte großzügige Rabatte, damit sich möglichst viele Menschen an ihn wenden konnten. So vergingen etwa 7 Jahre. Anthony Pignataro wurde reich, gewann an Popularität und begann, in einem brandneuen roten Lamborghini durch die Straßen der Stadt zu fahren. Damals konnte sich keiner der Einheimischen vorstellen, was in dem Operationssaal dieses berühmten Arztes tatsächlich vor sich ging. Als Mutter mehrerer Kinder hatte Terila Marti alles versucht, um nach 4 Geburten wieder abzunehmen. Doch sie konnte das überschüssige Fett am Bauch einfach nicht loswerden. Sie trieb jeden Tag Sport, aber ihre verhassten Fettpolster wollten einfach nicht verschwinden. Im Jahr 1997, zu ihrem 39. Geburtstag,
erhielt Terila Marty von ihrem geliebten Ehemann ein Traumgeschenk, einen Gutschein für eine Fettabsaugung am Bauch in der Klinik von Anthony Pignataro. Nachdem sie den Gutschein erhalten hatte, vereinbarte Terry einen ersten Beratungstermin beim Arzt und kam in seine Praxis in Amherst, New York. Anthony Pignataro gefiel der Frau als Arzt. Terry fühlte sich bei dem Termin ruhig und wohl. Der Arzt wirkte auf sie sehr charismatisch und freundlich. Ich hatte absolut keine Bedenken oder Zweifel bezüglich Dr. Pignataro. Er beruhigte mich und sagte, ich müsse keine Angst haben und alles würde gut gehen, erzählte die Frau später. Terry begann, sich auf die Operation vorzubereiten. Sie ließ alle erforderlichen Untersuchungen durchführen, suchte die notwendigen Spezialisten auf und sammelte die Unterlagen. Im Juni 1997, am vereinbarten Tag um 8:30 Uhr morgens, brachte ihr Mann sie zur Fettabsaugung in die Klinik. Zuerst betrat Terry das Sprechzimmer von Dr. Pignataro. Er untersuchte die Frau, bat sie zur Vorbereitung einige Tabletten einzunehmen, setzte sie dann in einen Rollstuhl und brachte sie in das sogenannte Operationszentrum, das sich im Keller der Klinik befand. Als Terry dort ankam, sah das, was sie vorfand, kaum wie ein steriler Operationssaal aus. Es war einfach ein Kellerraum mit einer Liege, einem Tisch und einigen Stühlen. Sie sah dort keine Instrumente, die normalerweise in Operationssälen zu finden sind. Der Arzt bat Terry, sich zu setzen und ein wenig zu warten. Die Anspannung in ihr stieg. Sie versuchte zu sagen, dass sie es sich anders überlegt habe und gehen wolle, aber es war bereits zu spät. Die Tabletten hatten gewirkt. Die Frau begann zu stottern, sie verlor die Kontrolle. Terry konnte kein Wort mehr sagen. Sie stöhnte nur laut und fiel dann in einen tiefen Schlaf. Als Terry aufwachte, war es bereits 17 Uhr. Die Frau saß vollständig bekleidet auf einem Sofa im Wartezimmer im Erdgeschoss der Klinik. Bald kam ihr Mann und fuhr sie nach Hause. Doch sobald Terry das Haus betrat, sah sie sofort, wie Blut an ihren Beinen herunterlief. Erschrocken begann sie, ihren Körper zu untersuchen. Als Terry ihre Kleidung auszog, sah sie einen etwa 10 Zentimeter langen und 2 Zentimeter tiefen chirurgischen Schnitt auf ihrem Bauch. Die Wundränder waren nicht verbunden. Um den Schnitt herum befanden sich etwa 20 Metallklammern. Als Terry dies sah, wählten sie und ihr Mann sofort die Nummer von Dr. Pignataro. Anthony versuchte, das Paar zu beruhigen, indem er sagte, dass das Blut nur überschüssige Operationsflüssigkeit sei und sie sich keine Sorgen machen müssten. Der Arzt versicherte, dass die Flüssigkeit bald vollständig abfließen und die Wunde verheilen würde. Er empfahl Terry, sich hinzulegen, sich auszuruhen und am nächsten Morgen zu ihm zu kommen. Die Nacht brach herein und die Schmerzen wurden von Stunde zu Stunde stärker. Außerdem litt Terry unter ständiger Übelkeit und Erbrechen. Am Morgen konnte sie es nicht mehr aushalten und rief einen Krankenwagen. Terry wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Bei der Untersuchung stellten die Ärzte fest, dass die von Dr. Pignataro gesetzten Nähte die Blutversorgung des Bauches unterbrochen hatten und einige Gewebe bereits zu absterben begannen. Außerdem stellte sich heraus, dass bei der Fettabsaugung Terilas Darm beschädigt worden war, wodurch sich die Wunde infiziert hatte. Die Frau kämpfte nun nicht mehr um eine schöne Figur, sondern um ihr eigenes Leben. Glücklicherweise suchte Terry rechtzeitig Hilfe auf und sie konnte gerettet werden. Einige Tage später, als Terila Marty noch im Krankenhaus lag, wurde sie um 2:30 Uhr morgens plötzlich von Dr. Anthony Pignataro geweckt, der sich heimlich in das Krankenhaus geschlichen hatte. Er hielt Terilas Krankenakte in den Händen und befahl der Frau, sofort ihre Sachen zu packen und nach Hause zu gehen. Die verängstigte Terry weigerte sich und begann mit dem Arzt zu streiten. Die diensthabenden Krankenschwestern hörten ihr Gespräch und zwangen Pignataro, das Krankenhaus sofort zu verlassen. Nach diesem nächtlichen Zwischenfall blieb Terila Marty noch einige Tage im Krankenhaus. Dann wurde sie nach Hause entlassen, setzte ihre Behandlung jedoch noch mehrere Monate lang fort. Obwohl die Ärzte nach dem Vorfall mit Terila Marty die Informationen über das Geschehene an das Gesundheitsministerium weitergeleitet hatten, hinderte dies Anthony Pignataro nicht daran, seine Praxis fortzusetzen. Nur 2 Monate später ereignete sich in seiner Klinik eine noch schrecklichere Tragödie. Im August 1997 kam die 26-jährige Mutter von 2 Kindern, Sarah Smith, auf den Operationstisch von Dr. Pignataro. Die Frau träumte schon seit vielen Jahren davon, ihre Brüste vergrößern zu lassen. Während der Operation erlitt Sarah einen Herzstillstand. Dr. Pignataro rief den Notarzt. Als die Sanitäter in der Klinik ankamen, sahen sie, wie Anthony versuchte, die Atemwege der sterbenden Sarah mit Hilfe eines Kleiderbügels freizuhalten.
In Pignataros Operationssaal gab es kein Beatmungsgerät. Den Sanitätern gelang es, die Frau mit ihren Geräten wiederzubeleben. Als Sarah jedoch ins Krankenhaus gebracht wurde, fiel sie ins Koma. Nach etwa einer Woche auf der Intensivstation starb Sarah Smith am 1. September. Die Nachricht vom Tod der jungen Mutter verbreitete sich in allen Nachrichtenmedien. Dr. Pignataro machte keinen Hehl daraus, dass Sarah während der Brustvergrößerungsoperation aufgehört hatte zu atmen. Anthony führte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und verabreichte ihr eine Lidocaine-Spritze, aber das half nichts. Dann bat er seine Assistenzschwestern, einen Krankenwagen zu rufen. Die Polizeibehörde von Amherst leitete eine Untersuchung zum Tod der jungen Mutter Sarah Smith ein. Als der Autopsiebericht vorlag, stellte sich heraus, dass Sarah an Erstickung gestorben war. Der Sauerstoffgehalt im Blut der Frau war so niedrig, dass ihr Herz einfach stehen blieb. Der toxikologische Bericht ergab, dass Dr. Pignataro 2 Medikamente gemischt hatte, die den Körper während der Operation entspannen. Die Dosis, die Sarah erhalten hatte, war so hoch, dass die Frau nicht mehr selbstständig atmen konnte. Nach dem Tod von Sarah Smith setzte das Gesundheitsministerium des Bundesstaates New York die ärztliche Zulassung von Dr. Anthony Pignataro aus. Die Ermittlungen wurden von der Bezirksstaatsanwaltschaft von Erie County, New York, übernommen. Als Arzt hatte Anthony Pignataro eine zu hohe Meinung von sich selbst. Nachdem er seine eigene Klinik für plastische Chirurgie eröffnet hatte, beeilte er sich nicht, einen Anästhesisten und qualifiziertes medizinisches Personal einzustellen. Stattdessen arbeitete Dr. Pignataro mit seiner Frau Debra zusammen, die nur 6 Monate medizinische Erfahrung hatte. Außerdem arbeitete in Pignataros Klinik eine junge Praktikantin, die noch an der medizinischen Hochschule studierte. Anthonys Frau und Assistentin berichteten, dass Sarah während der Operation plötzlich auf dem Tisch aufwachte und erschrocken rief. Anthony verabreichte der Patientin daraufhin eine zusätzliche Dosis des Medikaments, woraufhin Sarah wieder einschlief. Der Arzt setzte die Operation fort, doch bald bemerkte Debra, dass der Sauerstoffgehalt der Patientin stark abfiel. Sie informierte ihren Mann darüber, aber Anthony setzte die Operation fort und schenkte dem keine Beachtung. Nach einiger Zeit bemerkte Debra, dass Sarahs Lippen blau geworden waren, die Patientin nicht mehr atmete und einen Herzstillstand erlitten hatte. Die Ermittler befragten Kollegen und Patienten von Dr. Pignataro und erfuhren, dass viele ihn für einen talentlosen Quacksalber hielten. Es gab etwa 5 weitere Patientinnen, die unter den Händen dieses unglückseligen Arztes gelitten hatten. Zum Beispiel hatte die 78-jährige Sophie Butrin die gleiche Erfahrung gemacht wie Terila Marti. Bei ihr traten nach einer Bauchstraffung, die Dr. Pignataro durchgeführt hatte, schwerwiegende Komplikationen auf. Nach der Operation fühlte sich Sophie zu Hause unwohl. Sie wollte nicht ins Krankenhaus fahren, aber ihr Sohn bestand darauf und rettete damit seiner Mutter das Leben. Sophie verbrachte etwa 6 Wochen im Krankenhaus. Danach erholte sie sich und wurde nach Hause entlassen, um sich weiter zu regenerieren. Die Gesundheitsbehörde des Staates New York erhob schließlich 30 Anklagen wegen beruflicher Verfehlungen gegen Dr. Pignataro. Es stellte sich heraus, dass Anthony Pignataro nie eine Lizenz für die Durchführung plastischer Operationen besessen hatte. Das sogenannte chirurgische Zentrum von Pignataro, das sich im Keller befand, war nicht für die schweren medizinischen Eingriffe ausgelegt, die der Arzt durchführte. Im Januar 1998 wurde der 38-jährige Anthony Pignataro verhaftet und in eine Gefängniszelle gesperrt. Im August desselben Jahres stimmte er einem Deal zu, indem er sich des fahrlässigen Totschlags schuldig bekannte. Anthony Pignataro wurde zu 6 Monaten Haft verurteilt. Außerdem erhielt der Mann eine Geldstrafe von $5.000 sowie 250 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Darüber hinaus wurde Anthony Pignataro die Zulassung als Arzt entzogen. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung ordnete der Richter an, Anthony in eine Gefängniszelle zu bringen. Die weinende Debra Pignataro, die im Gerichtssaal anwesend war, konnte sich nicht einmal von ihrem Mann verabschieden. Doch hätte Debra gewusst, was sie noch erwarten würde, hätte sie keine Träne um ihren Ehemann vergossen. Im Dezember 1998 wurde Anthony Pignataro freigelassen. Er kehrte zu seiner Frau und seinen Kindern zurück. Der Mann konnte jedoch keine Arbeit finden. Seine Mutter half ihm. Es ist bekannt, dass die Frau ihrem Sohn regelmäßig Geld schickte. Zur gleichen Zeit hatte Anthony erneut eine Geliebte. Als seine Frau von den Eskapaden ihres arbeitslosen Mannes erfuhr,
warf sie ihn mitsamt seinen Sachen aus dem Haus. 2 Monate später kehrte Anthony zu seiner Frau zurück und bat sie erneut um Vergebung. Im Mai 1999 wurde die 42-jährige Deborah Pignataro plötzlich krank. Sie begann sich regelmäßig zu übergeben und hatte Schmerzen am ganzen Körper. Die Symptome kamen und gingen. Deborah verspürte ein Kribbeln und Taubheitsgefühl in Armen und Beinen. Sie konnte nicht lange gehen und verbrachte manchmal den ganzen Tag im Bett. Im Krankenhaus konnten die Ärzte die Ursache ihrer Beschwerden nicht feststellen. Deborahs Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Die Ärzte waren ratlos. 2 Monate später, im Sommer 1999, konnte die Frau nicht mehr gehen und war auf einen Rollstuhl angewiesen. Deborah hatte teilweise ihr Gedächtnis verloren und wusste nicht, was mit ihr geschah. Anthony Pignataro sagte seiner Frau, die Ursache für ihre Beschwerden sei eine erkrankte Gallenblase, die sofort entfernt werden müsse. Deborah, behandelnder Arzt, erklärte jedoch, dass eine Operation gefährlich sei und die Frau auf dem Operationstisch sterben würde. Bald darauf führten die Ärzte eine toxikologische Blutuntersuchung bei Deborah Pignataro durch und stellten fest, dass ihr Körper eine tödliche Dosis Arsen enthielt. Wegen der Vergiftung von Deborah Pignataro wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach der Untersuchung von Deborahs Haarproben fanden die Ermittler heraus, dass die Frau seit Mai in verschiedenen Dosen etwa 30 Gramm Arsen zu sich genommen hatte. Im Gespräch mit der Polizei erinnerte sich Deborah, dass ihre unbekannte Krankheit begann, nachdem sie eine Suppe gegessen hatte, die ihr Ehemann Anthony für sie gekocht hatte. Die Beamten vermuteten, dass Anthony Arsen in die Suppe gegeben und seine Frau regelmäßig vergiftet hatte. Deborah gab der Polizei die Erlaubnis, ihr Haus zu durchsuchen. Die Ermittler fanden ein Mittel zur Bekämpfung von Ameisen, das Arsen enthielt. Bald stellte sich heraus, dass Anthony Pignataro mit seiner Kreditkarte in einem Geschäft eingekauft hatte, in dem genau dieses Mittel verkauft wurde. Der Mann wurde zur Vernehmung auf die Polizeiwache vorgeladen. Anthony bestritt nicht, dass seine Frau vergiftet worden war, erklärte jedoch, dass dies möglicherweise Verwandte seiner Patientin Sarah Smith getan hätten, die nach einer Operation verstorben war. Anthony Pignataro wurde zunächst freigelassen, da es keine ausreichenden Beweise für seine Schuld gab. Zu diesem Zeitpunkt wurde Deborah aus dem Krankenhaus entlassen. Die Frau saß weiterhin im Rollstuhl und wurde zu Hause weiter behandelt. Bald darauf rief ein Mann, der zusammen mit Anthony in einer Zelle gesessen hatte, bei der Polizei an. Der Zellengenosse berichtete, dass Pignataro ihm von seiner Geliebten erzählt hatte und dass seine Frau Deborah eine Lebensversicherung besaß. Anthony habe seinem Zellengenossen gestanden, dass er mit einer neuen Frau einen Neuanfang beginnen wolle und sehr gern das Geld der Versicherung erhalten würde. Der Informant berichtete außerdem, dass Anthony ihn gefragt habe, ob er wisse, wie man einen Menschen vergiften könne. Dank der Aufzeichnungen der Telefonate konnte bestätigt werden, dass Anthony auch nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis den Kontakt zu seinem Zellengenossen aufrechterhalten hatte. Nach Erhalt dieser Informationen wurde Anthony Pignataro am 9. Mai 2000 wegen versuchten Mordes verhaftet. Trotz der Anschuldigungen bestritt der Mann weiterhin seine Beteiligung an der Vergiftung seiner Frau. Doch bereits 6 Monate später, Ende 2000, bekannte sich Anthony Pignataro schuldig. Der Anklage gelang es zu beweisen, dass der Mann seiner Frau in kleinen Dosen Gift ins Essen gemischt hatte und sie zu einer Operation zur Entfernung der Gallenblase schicken wollte. Anthony glaubte, dass Deborah während der Operation sterben würde und dann alle sehen würden, dass er nicht der einzige Arzt war, unter dessen Messer ein Patient gestorben war. Der Mann wollte seinen Ruhm und sein Geld zurückgewinnen. Er träumte davon, sich für den Tod von Sarah Smith zu rechtfertigen. Anthony Pignataro wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Es ist bekannt, dass er auch hinter Gittern weiter prozessierte und seine Ehre verteidigte, indem er behauptete, seine Frau Deborah habe selbst Arsen genommen und wollte freiwillig aus dem Leben scheiden. Deborah Pignataro unterzog sich einer langwierigen Behandlung. In einem Interview erklärte sie, dass sie sich niemals selbst Schaden zugefügt hätte. Sie sagte, dass Anthony sie mit Arsen vergiftet habe. Nach dem Prozess ließ sich Deborah von ihrem Mann scheiden und erwirkte eine einstweilige Verfügung, die Anthony verbot, sie und ihre gemeinsamen Kinder zu sehen. Im Dezember 2013 wurde Anthony Pignataro aus dem Gefängnis entlassen und kehrte in seinen Heimatstaat New York zurück, wo er eine Stelle als Lebensmittellieferant annahm. Ein Jahr später, im Jahr 2014,
änderte der Mann seinen Namen offiziell von Anthony Pignataro in Tony Hood. Auf die Frage, warum er seinen Namen geändert habe, antwortete er, dass er dies getan habe, um ein neues Leben zu beginnen. Im Jahr 2016 eröffnete er offiziell ein neues Unternehmen, eine Kosmetikfirma. Auf der Website des Unternehmens stellte sich Anthony als praktizierender Arzt vor, bot kosmetische Dienstleistungen an und verkaufte Pflegeprodukte. Es stellte sich heraus, dass der unternehmungslustige Arzt diesmal ein geheimes Anti-Aging-Präparat entwickelt und es Plasma-Protokoll genannt hatte. Laut Anthony sei dies das erste und einzige Hautpflegesystem, das auf der Grundlage des eigenen, aus der DNA gewonnenen Plasmas entwickelt wurde. Die Adresse von Anthonys neuem Unternehmen befand sich nur 1,5 Kilometer von seinem ehemaligen Klinikstandort entfernt, wo er als plastischer Chirurg Patienten behandelt hatte. Anthonys neue Nachbarn berichteten, dass sie mehrmals die Polizei gerufen hätten, nachdem sie bemerkt hatten, dass Pakete mit chirurgischem Zubehör in das Haus des Mannes geliefert wurden und abends häufig verschiedene Frauen zu Besuch kamen. Unmittelbar nach diesen Aussagen richtete die Polizei ihre Aufmerksamkeit auf Anthonys neue Aktivitäten. Es ist bekannt, dass der Mann nach den Überprüfungen sein neues Geschäft schloss und aus dem Bundesstaat New York nach West Palm Beach in Florida zog, wo sein Bruder lebte. Die New Yorker Polizei warnte die Polizeibehörde von West Palm Beach vor dem ehemaligen falschen Chirurgen Anthony Pignataro und bezeichnete ihn als einen der gefährlichsten Menschen, mit denen sie jemals zu tun hatten. Im Jahr 2019 bewarb Anthony Pignataro seine Dienste auf einer Website. Es ist bekannt, dass er sich nun um ältere Menschen kümmert. Anthony Pignataro kann sich frei im Land bewegen. Die Behörden in Florida beobachten den Mann, aber es gibt keine Garantie, dass er niemandem mehr Schaden zufügen wird. Anthonys Ex-Frau Debra Pignataro lebt zurückgezogen. Sie hat sich nie ganz von dem erholt, was ihr Mann ihr angetan hat. Debra hat ihre Gesundheit verloren. Es ist bekannt, dass die Frau bis heute unter einer verminderten Sensibilität und eingeschränkten Beweglichkeit ihrer Gliedmaßen leidet. Sie ist auf fremde Hilfe angewiesen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.